Hi, ich bin Marco von iDoc. Wenn dir dein iPhone runtergefallen und das Display gesprungen ist, zeigen wir dir in diesem Video, wie du es ganz einfach selbst reparieren kannst. Die Reparatur ist schwierig, da einige Teile verklebt sind und du viele verschiedene Schrauben lösen musst. Du solltest etwa 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehlen wir dir hierfür: einen Y-Type, einen Pentalobe und einen Phillips-Schraubendreher, ein Hartplastikplektrum, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel, ein Plastikspatscher und einen Saugnapf. Außerdem benötigst du einen Heißluftföhn oder alternativ einen Haartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite idoc.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge parat legen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere gelangt und du keine Kratzer am iPhone hast. Zu Beginn der Reparatur solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Dann kannst du die Pentalobe-Schrauben entfernen. Das Display ist stark verklebt. Um den Displaykleber zu lösen, benutze am besten einen Heißluftföhn oder einen Haartrockner. Der Kleber befindet sich am Rand des Displays. Durch das Erwärmen kannst du das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn auf dem Display oberhalb vom Home-Button an. Ziehe nun am Saugnapf und drücke dabei gleichzeitig mit dem Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Sobald du das Plektrum zwischen Glas und Backcoverrand platzieren konntest, kannst du nun mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herumfahren. Damit löst sich der Displaykleber nach und nach. Achte darauf, dass du das Plektrum beim Lösen des Displayklebers nicht zu weit ins Gerät einsteckst. Sei dabei besonders vorsichtig. Du könntest sonst die Display-Anschlusskabel beschädigen. Ist das Display deines iPhones stark gesplittert, empfiehlt es sich, mit Klebeband zu arbeiten. Hierzu zieht ihr einen Streifen Klebeband ab und klebt ihn direkt aufs gesplitterte Display. Das ist notwendig, damit der Saugnapf besser hält. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du nun das Display aufklappen. Klappe das Display nicht mehr als 180 Grad auf, da sonst die Kabel überdehnt werden könnten. Du kannst das Display auch gegen einen Gegenstand anlehnen. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Nun werden die 4 Phillips-Schrauben der Metallabdeckung gelöst. Achte immer auf die Größe und die Art der Schrauben. Achte immer darauf, dass du die Schrauben nicht durcheinander bringst. Es könnte sonst zu Beschädigung kommen. Zum Ablegen der Schrauben empfehlen wir unsere iDoc Magnetmatte. Unter der Metallabdeckung befindet sich der Akkukonnektor. Diesen solltest du immer als erstes trennen. Zum Trennen des Konnektors empfehlen wir einen Plastikspatscher. Das empfiehlt sich, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Solange der Akku noch angeschlossen ist, fließt Strom im Gerät. Durch falsches Anschließen der Displaykonnektoren kann es passieren, dass es einen Kurzschluss gibt. Es könnte auch sein, dass hierbei deine Hintergrundbeleuchtung beschädigt wird. Mit einem getrennten Akku bist du also immer auf der sicheren Seite. Jetzt kannst du die Anschlüsse des Displays und des Home-Button trennen. Versuche die Anschlüsse möglichst gleichmäßig zu entfernen. Achte darauf, die Anschlüsse nicht zu verbiegen und andere Teile vom Logic Board zu beschädigen. Entferne nun die zweite Metallabdeckung. Diese ist mit 3 Schrauben gesichert. Unter der Abdeckung befindet sich der Kontakt für die Frontkamera und für die Hörmuschel. Entferne diesen mit einem Plastikspatscher. Wenn alle Anschlüsse gelöst sind, kannst du das Display nun entfernen. Um die Hörmuschel zu entfernen, löse jetzt die 3 Phillips-Schrauben. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verwechseln. Die lange Schraube könnte sich sonst in die Lackschicht des neuen Displays an der falschen Stelle bohren. Dies würde sich durch einen hellen Punkt im Display zeigen. Jetzt kannst du die Metallabdeckung entfernen. Die Hörmuschel selbst ist noch mit weiteren 2 Schrauben befestigt. Löse die Kamera aus der Halterung und hebe sie an, damit die Hörmuschel entfernt werden kann.
Da das FaceTime-Kabel leicht verklebt ist, erwärme es am besten. Um das Kabel zu lösen, nimm dir den Stahlspatel zu Hilfe. Mit diesem kannst du das Kabel Stück für Stück langsam lösen. Nehme dir hierfür etwas mehr Zeit. Du solltest wirklich vorsichtig sein, da das Kabel sonst leicht beschädigt werden kann. Ist das Kabel gelöst, kannst du die Sensoren aus ihrer Führung hebeln. Um die Home-Button-Abdeckung zu entfernen, löse die 4 Y-Type-Schrauben. Um den Home-Button-Kontakt zu lösen, hebel mit dem Plastikspatscher von der Seite der Metallplatte. Bevor du das Home-Button-Kabel entfernst, empfiehlt es sich, das Kabel wieder zu erwärmen. Geh dabei wie beim FaceTime-Kabel vor. Fahre nun mit dem Stahlspatel zwischen Kabel und Display, um den Kleber nach und nach zu lösen. Sei hierbei besonders vorsichtig, du könntest sonst den Home-Button beschädigen. Eine Beschädigung könnte dazu führen, dass nicht nur die Home-Button-Funktion, sondern auch die Touch-ID-Funktion nicht mehr gegeben ist. Ist das Home-Button-Kabel gelöst, kannst du den Home-Button nach vorne herausnehmen. Um die Rückplatte des Displays zu entfernen, löse die 6 Y-Type-Schrauben. Erwärme nun die untere Seite der Metallabdeckung mit dem Heißluftföhn. Auf der Innenseite der Metallabdeckung führen Flexkabel lang. Diese sind an die Rückplatte geklebt. Fahre zum Beispiel mit einem Stahlspatel zwischen der Metallabdeckung und dem Display lang. Du solltest kein scharfes oder spitzes Werkzeug benutzen, da du sonst das darunterliegende Kabel beschädigen könntest. Ist der Kleber nun gelöst, kannst du die Rückplatte nun abnehmen. Nehme nun dein neues Display zur Hand. Überprüfe, ob du noch irgendwelche Teile übernehmen musst. Prüfe auch, ob zum Beispiel der transparente Kunststoffrahmen für den Annäherungssensor und die Plastikhalterung für die Frontkamera vorhanden ist. Entferne auch die Schutzfolie und alle Siegel, damit du die Rückplatte auf das Display setzen kannst. Positioniere jetzt die Metallplatte und fixiere sie mit den Y-Type-Schrauben. Nehme dir nun das Home-Button-Kabel zur Hand und führe es von vorne durch die Aussparung. Anschließend wird der Home-Button-Konnektor angehoben und das Home-Button-Kabel unter den Konnektor gelegt. Die Plastiknase hilft bei der richtigen Positionierung des Kabels. Jetzt könnt ihr das Kabel mit dem Konnektor verbinden. Positioniere nun die Metallabdeckung und fixiere sie mit den Y-Type-Schrauben. Jetzt kannst du das FaceTime-Kabel wieder einbauen. Beginne hierbei zunächst mit den Sensoren. Setze die Sensoren in ihre vorgesehene Fassung. Um den restlichen Teil des FaceTime-Kabels zu positionieren, nutze einfach die Hilfe der Kunststoffnasen. Drücke das Kabel leicht an, damit sich der Klebstoff verbindet. Hebe nun das Kamerakabel an und führe die Hörmuschel wieder in ihre Führung. Verschraube jetzt die Hörmuschel mit den beiden Phillips-Schrauben. Die Kamera kannst du nun in ihre Plastikführung stecken und die Metallabdeckung mit 3 Phillips-Schrauben befestigen.
Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber richtig befestigt werden kann. Beachtet aber, dass das iPhone nicht gegen Wasser zu 100% geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere die Folie bündig auf dem Gerät und drücke sie leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Jetzt kannst du auch die zweite Trägerfolie entfernen. Überprüfe nun den richtigen Sitz des Klebers und drücke ihn gegebenenfalls nochmal fest. Um den letzten Teil der Trägerfolie zu entfernen, hebe nun die Lasche an und ziehe sie vorsichtig ab. Bevor ihr das neue Display anschließt, achtet darauf, dass der Akku immer noch getrennt ist. Zum Anschließen des FaceTime-Kontakts solltet ihr das Display hochkant anlegen und das Kabel langsam absenken. Jetzt könnt ihr auch den Konnektor verbinden. Dies bedarf etwas Fingerspitzengefühl, da das Kabel leicht verdreht ist. Setze die Metallabdeckung auf und verschraube sie. Schließe nun die Kabel für Display und Homebutton an. Versuche die Kabel korrekt aufzusetzen und nicht über den Konnektor zu rutschen. Die Konnektoren sollten mit einem leichten Klickgeräusch einrasten. Auch die Kabel sollten nicht überdehnt werden. Jetzt kannst du den Akku wieder anschließen. Nimm dir einen Gegenstand zur Hand, um das Display leicht anzulehnen. Jetzt kannst du das Abdeckblech aufsetzen. Befestige die Metallabdeckung mit den 4 Phillips-Schrauben. Nehme jetzt das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Drücke das Display nach und nach herunter, damit es bündig auf dem Rahmen sitzt. Zu guter Letzt kannst du die Pentalobe-Schrauben befestigen. Abschließend solltest du dein Display testen. Prüfe zunächst die Helligkeit und danach den Touchscreen. Suche dir eine App aus und ziehe sie langsam im Zickzackkurs bzw. am Rand des Bildschirms lang. Hierbei prüfst du, ob der Touchscreen an allen Positionen reagiert. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.